Hallo meine Lieben, ich muss gerade grinsen hier, ich sehe aus wie so ein zerrupfter Besen, aber glücklicherweise geht es in meinen Videos nicht um meine Optik, sondern um die Legung an sich, um die Botschaft, die Hinweise, die Impulse und so weiter und so fort. Und ich habe mir für heute was überlegt, für die heutige Legung, und zwar möchte ich auf ein Seelenpärchen gucken, auf quasi eine Person in deinem Leben, falls es dein Video ist, deine Botschaft, die du liebst, ja, wie jetzt zum Beispiel ein Wunschpartner, ein Ex-Partner, irgendeine Person in deinem Leben. Zwischen euch gibt es aber eine Art Distanz, egal in welcher Form, und du hältst aber an diesem Menschen fest. Warum auch immer, ja, in der Hoffnung, dass dieser Mensch zurückkommt, in der Hoffnung, dass dieser Mensch dich zurückliebt. Und genau darauf möchte ich heute gerne schauen, was macht deine Liebe mit diesem Menschen, beziehungsweise wie beeinflusst es das Leben dieses Menschen? Das können natürlich auch familiäre Bande sein, freundschaftliche Bande, ja, bezogen auf den Beruf, ich weiß nicht, müsste man sich vielleicht reinspüren, okay? Aber in erster Linie natürlich Liebe, Partnerschaft, Beziehung, schauen wir da einfach mal drauf. Ich habe mir so ein paar Fragen zusammengeschrieben, die habe ich hier auch, da muss ich immer runterspicken. Genau, habe ich jetzt alles gesagt? Ach, legen wir doch einfach mal los, ne? Legen wir los, gucken wir rein. Die sind lauter als sonst, ne? So, das Klimt-Tarot das hat ein bisschen Wumms. Gleich nochmal, weil es so schön war. Okay. Ich möchte als erstes wissen, natürlich, wir schauen jetzt auf ein männliches Gegenüber, ja, weil es einfach im Redefluss wie immer natürlich einfacher ist. Wenn dein Gegenüber eine Frau ist, dann bitte ich dich diesbezüglich einfach umzudenken. Also immer wenn ich sage er, dann ist damit dein Gegenüber gemeint. Gut, erste Frage. Wie nimmt er deine Energie überhaupt wahr? Also, du denkst an diesen Menschen, du schickst gewisse Energien hin, du schickst Liebe hin, da ist Sehnsucht vielleicht auch, da ist ein Vermissen, da sind schöne Gefühle, leichte, liebevolle Gefühle, vielleicht sind da aber auch dunkle Gefühle, niedrig schwingende Emotionen mit drin. Ja, vielleicht ist da auch eine Form von Wut und Neid und Zorn oder Rache eventuell auch. Ja, also das sind einfach nur jetzt Beispiele, die ich mir aus den Fingern gesaugt habe. Was auch immer hier ist, wir gucken einfach mal, da ist die Energie, die du ihm, ob jetzt nun bewusst oder unbewusst, zukommen lässt. Auch diese Liebe, wenn du sagst, oh, ich liebe diesen Menschen so sehr, ich will nur ihn als Partner und der muss mich doch irgendwann zurücklieben und ich möchte ihn in meinem Leben haben. Also wenn du der Meinung bist, dass du nur positive Energien hinschickst, was macht es mit ihm? Und da gucken wir jetzt drauf. Also, wie nimmt er diese Energien, die du ihm sendest, überhaupt wahr? Der Bube der Stäbe als erste Karte. Dann haben wir die 4 der Stäbe. Und unter dem Deck, die nehme ich nämlich auch gleich immer noch dazu, die 4 der Kelche. Also man sieht hier schon, da ist eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung auch, die du ihm übersendest. Da ist sehr viel Druck mit drin und da ist eine Energie des Festhaltens und dieser Sicherheit. Egal was du tust, egal was du machst, das wird jetzt echt schräg. Egal wie sehr du mich ghostest, wie oft du mich blockierst, so ungefähr, ich halte trotzdem fest. Weil die Verbindung zwischen uns ist so stark, dass ich diese Hoffnung nicht aufgeben möchte,
dass wir irgendwann mal zusammenkommen. Er spürt regelrecht diese Fixiertheit. Ich habe hier Missverständnisse mit drin auch. Eine gewisse Form von Verzweiflung, wo er sich denkt, ich habe dir jetzt schon so viele Hinweise gegeben. Ich habe vielleicht auch schon direkt und klar angesprochen, was Sache ist. Und doch bestehst du noch auf eine gewisse Form von Verbindung. Also es sieht sehr, sehr danach aus, als ging es hier um eine Verbindung auf Distanz, eine Verbindung eventuell ohne Kontakt oder nur mit sehr seltenem oder sehr eingeschränktem Kontakt. Und dieser Mensch, dieses Gegenüber, ist sehr abgeneigt dir gegenüber. Also abgeneigt im Sinne von, du bist mir zu viel, deine Nähe ist mir zu viel, deine Liebe ist mir zu viel. Und doch muss man sagen, gibt es diesem Menschen eine gewisse Form von Sicherheit. Also ich habe hier bestimmt auch die ein oder anderen Gegenüberlines dabei, die dich gerne warm halten noch. Man weiß ja nie, wozu man dich gebrauchen könnte, jetzt böse ausgedrückt. Und da hält dieses Gegenüber auch noch fest, obwohl die Konzentration eigentlich eher auf andere, auf eigene Dinge, Situationen, Energien, auf das Umfeld, die Erlebnisse, das Leben steht. Da ist der Fokus drauf gelegt und du bist eine Energie im Hintergrund, die einfach so mitläuft. Gut, gehen wir ein bisschen spezifischer rein. Die nächste Frage, da möchte ich wissen, was löst es emotional in ihm aus? Was macht diese Liebe, die du ihm schickst, was macht das mit seiner emotionalen Ebene? Wie fühlt er sich damit? Welche Emotionen löst es in ihm aus? Die 5 der Münzen, da schüttelt es mich gleich durch. Heidewitzka. Der Eremit und unter dem Deck die Mäßigkeit. Was ist das für ein Typ? Hä? Was ist das für ein Typ? Also, pass auf. In erster Linie, die Belastung ist auch hier auf emotionaler Ebene. Es ist erdrückend, blockierend. Ja, das ist das richtige Wort. Diese Liebe, die du ihm sendest, blockiert seine eigene Wahrheitsfindung. Es fühlt sich so an, ich weiß ja nicht, was du mit ihm machst, ja, aber es fühlt sich so an, als würde er so umschwärmt sein und umworben sein von deiner Liebe, dass er sich selbst darin nicht erkennt und dass er dementsprechend auch gar nicht weiß, wie er sich zu verhalten hat. Da ist dieser Druck, der Widerstand erzeugt und es kann sein, dass das für ihn so viel ist, dass er das einfach komplett ablehnt. Das ist die einfachste Konsequenz. Das ist der einfachste Weg, den er gehen kann, einfach um irgendwo einen Cut zu ziehen, um das nicht zu ertragen. Ich meine, wer weiß, was hier im Hintergrund für Programme ablaufen. Also
ihn persönlich betreffend. So. Gibt es da irgendwelche Nähe-Distanz-Probleme? Gibt es da irgendwelche Traumata in Bezug auf Liebe, Partnerschaft? Dinge, Situationen, Energien aus der Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet sind und. Ja, das haben wir alle. Ja, jeder Mensch hat so seine Themen. Das ist nichts, worauf wir uns unbedingt ausruhen sollten. Aber in den meisten Fällen ist ja dieses Gegenüber auch auf eine Art und Weise, darf ich sagen, ein bisschen unbewusst oder hält sich nur auf einer Art Oberfläche auf, möchte nicht wirklich in die Tiefe gehen, möchte meistens nicht wirklich an seinen Themen arbeiten, sowas in der Art. Also, was löst es emotional in ihm aus? Die absolute Blockade. Nichts fühlen. Sich lieber für andere Dinge im Außen interessieren, versuchen sich in irgendeiner Form ein Gleichgewicht zu erschaffen oder sich eine eigene Wahrheit aufbauen, die nicht der eigentlichen Wahrheit entspricht, sondern eher das, was man sich erschafft, ein Konzept, das, was man sich zusammenbastelt, um klarzukommen in dieser Realität. Wow. Was gewisse Dinge für einen Einfluss nehmen auf Menschen und wobei man ja sagen muss, so ehrlich muss man auch sein, wir schauen ja darauf quasi, was deine Liebe mit ihm macht. Aber die Liebe an sich ist ja auch wieder so ein Thema. Also für mich persönlich wäre dies jetzt keine Liebe, weil das Festhalten an jemandem, das ist eher eine Form von, ja gut, das wäre auch eine Form von Liebe, das ist dann eher eine Ego-Liebe, weil die Liebe an sich lässt ja frei, die Liebe an sich hält nicht fest. In diesem Sinne. Die Liebe wartet nicht darauf, bis jemand sich irgendwann mal wieder meldet, bis jemand irgendwann mal einen zurückliebt oder so. Also auf emotionaler Ebene ist es tatsächlich so, dass diese Liebe, die du ausstrahlst, ihm gegenüber, ihn zu Boden drückt, ihn bezwingt, also aber jetzt nicht auf eine positive Art und Weise. Also deine Energie beeinflusst ihn schon enorm. Also, ja genau, wir gucken jetzt auf die irdische Ebene als nächstes. So auf der emotionalen Ebene ist hier ein großer Einfluss drin. Die nächste Frage lautet, beeinflusst es seine Entscheidungen oder sein Verhalten? Also natürlich auch in Bezug auf dich, ja, in deine Richtung. Die 7 der Münzen. Die 2 der Stäbe. Und die 8 der Schwerter. Unter dem Deck der König der Kelche. Ja, ich will jetzt fast sagen, diese Reaktion ist eigentlich zu erwarten. Also beeinflusst es seine Entscheidungen oder sein Verhalten? Absolut und definitiv. Es legt nämlich alles irgendwo still. Es verlangsamt sich alles. Da ist kein Wachstum, keine Entwicklung, kein, wie heißt es jetzt? Kein Weiterkommen. Das Liebevolle in diesem zwischenmenschlichen Bereich verschwindet. Also
Man muss sich vorstellen, du schickst Liebe oder du liebst diesen Menschen jetzt, auch wenn es diese Art von Ego-Liebe ist. Und was aber bei ihm ankommt, bringt ihn dazu, also bringt ihn eigentlich nur dazu, in die Ablehnung zu gehen. Zu versuchen, deine Energien abzuspalten, abzuwenden, so dieses ich will das nicht, ich will deine Liebe nicht, ja, so in dieser Form. Er macht sich Gedanken darüber, beziehungsweise er sucht nach Lösungen, aus diesem Gefängnis zu entkommen, aber die 8 der Schwerter ist natürlich ein selbst erschaffenes Gefängnis, ein selbst erschaffenes Gedankengefängnis. Die Macht der Gedanken, die kennen wir, die sind sehr, sehr stark. Dementsprechend spiegelt sich das natürlich dann auf der irdischen Ebene, es spiegelt sich im Außen. Und auf diese Art und Weise wird er keinen Lösungsansatz finden. Vielleicht ist es aber auch so, dass diese Lösung, falls er denn je eine hatte, immer wieder auch niedergemetzelt wird, dadurch, dass du vielleicht nicht akzeptierst, wie er über dich denkt oder über eure Verbindung und was er in Bezug auf dich fühlt. Weißt du, was ich meine? Also wenn es jetzt so ist, dass du an jemanden festhältst, obwohl dieser jemand dir schon klar gemacht hat oder gesagt hat, ganz klipp und klar, ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Ich liebe dich nicht oder meine Gefühle für dich reichen nicht oder es passt einfach nicht oder was auch immer. Sagen wir es mal so, dieser Mensch hat Nein zu dir gesagt. Und wenn du dann trotzdem noch festhältst, dann verzweifelt dieses Gegenüber und sagt dann, ja, was soll ich denn machen? Nein heißt eigentlich Nein. Und ja, da bin ich ganz seiner Meinung, ein Nein muss akzeptiert werden, egal von welcher Seite. Und ich spreche jetzt wirklich davon, wenn man diesem Menschen gegenüber enorm fixiert ist. Ich spreche jetzt nicht, wenn hier wahre Liebe ist, also Liebe im Sinne von Loslassliebe, dass man sagt, okay, ich liebe diesen Menschen, er möchte nicht mit mir zusammen sein, aber ich wünsche ihm alles Glück dieser Welt. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass er jemanden findet, mit dem er glücklich ist und. Also, mein lieber Scholli, du. Nächste Frage. Okay, die können wir uns eigentlich sparen. Ich weiß nicht, warum ich die hier noch mit reingenommen habe. Gibt es eine unbewusste Abwehr oder Druck? Ja, haben wir hier ganz, ganz offensichtlich. Aber ich habe die Frage aufgeschrieben und wir legen jetzt trotzdem noch drauf. Ja, das machen wir. Ich muss kurz gucken. Genau, weil ich nochmal kurz geschaut habe, die dritte Frage, beeinflusst es seine Entscheidungen oder sein Verhalten? Definitiv in deine Richtung. Ja, also da ist quasi diese Blockade in deine Richtung. Du hoffst zwar, dass er auf dich zukommt, in irgendeiner Form mit Erklärungen, Entschuldigungen, Liebesversprechen, Einladungen, sonst irgendwas, aber durch diesen Druck, dem er ausgesetzt ist, durch deine Energien, die du ihm ständig schickst, kann er überhaupt nicht auf dich zugehen. Das blockiert komplett. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Also, vierte Frage. Gibt es eine unbewusste Abwehr oder Druck? Nicht nur unbewusst, sondern auch ziemlich bewusst. Aber wir schauen jetzt trotzdem rein. Was haben wir hier? Die 3 der Kelche.
die Gerechtigkeit und unter dem Deck die Welt. Ja. Wir haben ja schon drüber gesprochen jetzt bei den anderen Fragen, da ist der Druck und der Widerstand und die Ablehnung und die Abwehr ist da. Das heißt, ihr könnt auch keine gemeinsame Freude erleben. Hier kann kein Gleichgewicht, keine Balance geschaffen werden. Hier kann keine Zusammenführung stattfinden, solange diese fixierten Energien im Raum stehen. Das muss ein Ende haben. Er möchte, dass es ein Ende hat. Er möchte, dass sich dieser Zyklus schließt. Er möchte, dass hier etwas Neues geschaffen wird aus dieser Situation. Er möchte hier die Erlösung. Er möchte ankommen in diesem Abschluss. Es kann sogar sein, dass sich hier immer wieder und immer weiter eine noch größere Abwehr entwickelt durch den wachsenden Druck. Ich hatte vorhin ganz am Anfang, ich glaube bei der ersten Frage, hatte ich erwähnt, irgendwas mit diesem Warmhalten. Das bringt ihn natürlich auch irgendwo immer in einen Konflikt, weil einerseits lehnt er dich ab, das ist jetzt nicht überall so, da gibt es bestimmte Reisegruppen, wo er wirklich am Warmhalten ist, wo er versucht, dir immer wieder so ein paar Brotkrumen zuzuwerfen, dass du ja in dieser Energie bleibst, beziehungsweise dass du ja verfügbar bleibst. Und das zerstört oder das beeinträchtigt ihn und beschwert sein Energiefeld noch mehr, weil einerseits ist er in dieser Ablehnung, er versucht hier eine klare Mauer hochzuziehen, andererseits, was wollte ich jetzt sagen, also andererseits muss er immer mal wieder die Türe öffnen, um dir diese Brotkrumen zuzuwerfen. Das ist keine schöne Geschichte. Und vor allem, wenn man überlegt, jetzt nehmen wir mal an, du willst diesen Menschen haben, dieser Mensch will dich aber nicht. Dieser Mensch ist jetzt eigentlich in seinem Leben, möchte sein Leben leben, vielleicht eine neue Person kennenlernen, in eine neue Beziehung gehen, was auch immer. Und deine Energie ist hier aber immer noch am Drücken und am Fordern und in dieser Erwartungshaltung. Das tut nicht gut. Das hält dich gefangen. Ja, festhalten ist nie gut und ist saumäßig anstrengend, kostet sehr, sehr viel Kraft und Energie. Es ist für dich nicht gut und eine Belastung und das Gleiche für ihn auch. Weil der hat ja in den ein oder anderen Fällen schon mit dir abgeschlossen. Also diese andere Reisegruppe jetzt wieder, wo er einfach gesagt hat, hey, pass auf, gib mich frei, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Schauen wir uns die letzte Frage an und eigentlich auch die wichtigste. Was würde sich verändern, wenn du aufhörst, ihn zu fixieren? Was würde sich verändern, wenn du loslässt? Die Königin der Münzen.
die 9 der Schwerter, die 2 der Münzen. Also die Energie ist gerade sowas von selbsterklärend. Der Wagen und die 7 der Stäbe unterm Deck. Und unter den 7 der Stäbe war hier der König der Stäbe. Den müssen wir im Hintergrund eigentlich auch noch mitnehmen, diese Energie des Königs, weil das ist quasi das, was mit ihm dann passiert, in welche Kraft er kommt, wenn du loslässt. Also starten wir vorne in dieser Geschichte. In erster Linie natürlich die Energie der Königin der Münzen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst innerhalb deiner Energie, weil wenn man so fixiert ist auf jemanden, wenn man so festhält, ist man nicht in seiner Kraft. Behaupte ich jetzt einfach mal. Überzeugt mich gerne vom Gegenteil, weil das kostet so viel Energie und Kraft. Du hast die Aufmerksamkeit nicht bei dir, beziehungsweise nicht zu 100%, weil ein Teil von dir ist immer bei ihm. Und das, was hier geschehen würde, wenn du loslässt, ist, dass du in deine Kraft wiederkommst, in deinen Selbstwert, dein Selbstvertrauen findest, deinen Weg gehen kannst, hier auf dieser Ebene dich komplett wieder erden kannst. Diese Frau sein, die du eigentlich bist. Die 9 der Schwerter. So viel Kummer und Sorgen, die dich hier belasten innerhalb dieser Energie. Nicht nur dich, auch dieses Gegenüber natürlich. Ja, ich weiß, man hört es nicht gerne, aber es ist einfach so. Ich sage immer, dreh doch mal den Spieß um. Möchtest du, ob nun tatsächlich real oder energetisch, von einem anderen Menschen so dermaßen belagert werden? Wie ich vorhin gesagt habe, Nein heißt Nein. Ja? Und auch, wie gesagt, wir haben hier 2 Reisegruppen. Ja? Einmal hier dieser Typ, der nicht ganz richtig tickt und dich einerseits ablehnt, aber andererseits dich noch warm halten möchte, indem er dir immer wieder ein paar Brotkrumen hinwirft, in irgendeiner Form. Und der andere, der hier ganz klipp und klar sagt, nein, ist nicht. Wir sind nicht füreinander bestimmt. Ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Ich habe keine Gefühle für dich. Ja? Diese 2 Reisegruppen haben wir quasi mit drin. Also ich sage jetzt mal, das sind die wichtigsten. Was wollte ich jetzt schon wieder sagen? Ja, egal. Diese Belastung, dieser Kummer, diese Sorgen, dieser Stress, den man durch dieses Festhalten hat, wenn das aufgelöst wäre, ja, hier zurück zu den 9 der Schwertern, das wäre für alle Parteien einfach die pure Erlösung. Du wärst wieder komplett auf dich konzentriert, es wäre dir dann egal, was der andere macht, wie er es macht, ob er es macht, okay? Also der dir, stimmt, jetzt weiß ich es wieder, also der mit dir abgeschlossen hat, findest du dann quasi deine Erlösung, indem du all diesen Druck auch für dich loslassen kannst. Weil, wenn du dieses Nein von diesem Menschen akzeptierst, dann kannst du für dich weitergehen. Und vor allem bist du dann offen für den Menschen, der wirklich für dich bestimmt ist. Dann bezüglich des anderen Szenarios, wo er dich zwar ablehnt, aber andererseits immer wieder auch die Türe in Spalt weit öffnet, ja, um dich immer wieder ein bisschen anzulocken, dann hast du hier schon mal dieses Gedankenkarussell nicht mehr. Kennst du das? Vielleicht erwischst du dich oftmals dabei, wie du immer wieder am Analysieren bist.
So. Ja, er hat gesagt, er möchte mich nicht sehen oder er sagt irgendwelche Treffen ständig ab. Und dann andererseits so, hey, ich vermisse dich, ich denke gerade an dich. Was das mit dir macht? Also das ist wirklich so dieser Inbegriff der 9 der Schwerter, ja, und dann noch natürlich die 8 der Schwerter, weil du in dieser Situation gefangen bist, weil hier eine Hoffnung geschürt wird, die ist nicht von dieser Welt, aber die ist nicht ehrlich und nicht aufrichtig. Also, dieser ganze Kummer und die Sorgen in Bezug auf diesen Menschen, es würde verfliegen. Sämtliche Energien in Bezug auf Liebe und Partnerschaft, ja, das umfasst ja viel mehr Themen, als uns gerade überhaupt bewusst ist. Das würde sich auflösen können. Dinge würden sich auf der irdischen Ebene, in dieser Realität, in dieser Welt, würden sich ins Gleichgewicht bringen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Energie. Es sind hier quasi nur die 2 der Münzen. Und jetzt nicht irgendwie die 6 der Münzen oder die Gerechtigkeit. Aber das ist der Startschuss, dass sich die Wogen glätten. Dass du deinen Frieden findest, also nicht nur du, dieses Gegenüber natürlich auch, aber es geht ja hier in erster Linie jetzt um dich. Und auch innerhalb dieser Verbindung würde es den Druck rausnehmen. Der Wagen. Unter anderen Umständen hätte ich jetzt gesagt, so, der Wagen hier drin in Kopflage, der ist perfekt. Es geht hier um Kontrollverlust, um die Akzeptanz dessen, dass es Dinge gibt auf dieser Welt, die wir nicht kontrollieren können und die wir nicht zu kontrollieren haben. Wir sind in gewissen Situationen nicht als Manipulator auserkoren, um gewisse Dinge in eine gewisse Richtung zu lenken. Das setzt voraus, dass wir hier die Kontrolle endlich abgeben können und unserem Weg vertrauen können, dem Universum, dem Schicksal, uns unserem Weg hingeben können. Ja, das macht Loslassen mit einem. Es macht frei. Die 7 der Stäbe haben hier auch eine ganz, ganz schöne Energie. Und zwar ist es der Kräfteaufbau. Es ist eine Art gesundes Energiefeld, das sich hier wieder bilden kann, dass man zum Beispiel nämlich mit der Erfahrung auch in Zukunft gerüstet ist gegen andere, ich sage jetzt mal potenzielle Partner, die auf die gleiche Weise wieder andocken wollen. Wobei man natürlich sagen muss, hier spielt auch das Gesetz der Resonanz mit rein, also wir ziehen ja nur diese Art von Partner an, die wir brauchen, um gewisse Erfahrungen zu machen, um gewisse Erkenntnisse zu erlangen, um gewisse Offenbarungen zu erhalten. Und hier würde sich ein gesundes Energiefeld, ein gesundes Schutzfeld wieder aufbauen und wir sind dann auch in der Lage, schneller zu reagieren, wenn wir uns diesem Weg hingeben und schneller zu sagen so, du hast mir ein paar zu viele Red Flags, ich glaube, das wird nichts mit uns, ich werde mich nicht emotional auf dich einlassen. Ja? Und da das ja alles mit dem Loslassen auch ein Hin- und Herspiel ist, ja, das ist keine Einbahnstraße. Deswegen wollte ich an dieser Stelle noch diesen König der Stäbe mit reinnehmen. Das ist die Energie, in die er dann reinfließen darf, tatsächlich. Feuerenergie, so dieser Sparkle, dieser Spirit, wo er dann einfach sich selbst erfahren kann und sich selbst kennenlernen kann und sich auf seine eigene persönliche Reise aufmachen kann.
Wow. Ja, das hat hier und da so ein paar Trigger drin gehabt. Ja, ich weiß, aber auch das muss mal sein. Ich werde jetzt als Seelenbotschaft noch ein paar Charms abholen. Das mache ich gleich. Und da schreibe ich dann die Botschaft wieder in den ersten Kommentar. Warum machen wir das nicht gleich im Video? Weil ich möchte die nämlich im Zusammenhang deuten und das in einen schönen zusammenhängenden Text fassen. So, ich nehme eine Handvoll raus und lasse ein paar fallen. Oh, das sind aber einige. Was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Einen Hasen. Eine Glocke. Eine Krone. Ein kleines Seepferdchen. Wie schön. Darauf bin ich gespannt. Ein Apfel. Dieser Apfel hier hat die stärkste Energie in diesen ganzen Botschaften. Oh, das ist ja interessant. Vor allem, wir haben 5 Fragen gehabt und es sind 5 Symbole gefallen. Meine Lieben, ich bin schon gespannt. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.